Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute backen wir Berliner Muffins mit einer leckeren Marmeladefüllung. Genau richtig für die anstehenden verrückten Tage jetzt, für Fasching. Wie genau das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Das Rezept habe ich im Internet entdeckt. Ich habe es allerdings abgewandelt, werde es euch aber trotzdem in die Infobox verlinken. Es ist für 12 Berliner Muffins gedacht und wir brauchen jetzt für den Hefeteig folgende Zutaten: 150 Gramm Milch, einen halben Würfel Hefe, 40 Gramm weiche Butter, 350 Gramm Mehl, 70 Gramm Zucker, eine Prise Salz und ein Ei. Außerdem brauchen wir noch ca. 100 Gramm Marmelade eurer Wahl für die Füllung, 40 Gramm zerlassene Butter und ungefähr 40 Gramm Puderzucker. So, und jetzt legen wir los und wir starten natürlich mit dem Hefeteig. Dafür kommen die 150 Gramm Milch in den Mixtopf, ein halber Würfel frische Hefe, die zerkrümel ich gleich ein bisschen und gebe sie in die Milch. 70 Gramm Zucker und 40 Gramm weiche Butter. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal erwärmen, und zwar 2 Minuten bei 37 Grad auf Stufe 1. So, die Hefe konnte sich schön auflösen. Jetzt kommt ein Ei dazu und eine Prise Salz und 350 Gramm Mehl. Und im Hintergrund schnarcht mein Hund. Ich glaube, ihr hört es ganz gut. Schnarchnase halt. So, das Ganze verkneten wir jetzt zu einem Teig, und zwar 3 Minuten lang auf der Teigstufe. So, das ist der fertige Hefeteig. Den fülle ich mir jetzt in eine Schüssel um. Ich nehme dazu hier diesen tollen, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, Schrauber, nenne ich es jetzt einfach mal, wo ich hier unten auf meinen Mixtopf auf das Messer setzen kann und somit besser das Messer drehen kann. Ich habe es übrigens von einem jungen Start-up-Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Schaut gerne mal bei hs-drucke.de vorbei. Die machen das aus 3D-Druckern, finde ich eine super Idee, mega genial, und ich bin sehr froh, dass ich jetzt auch sowas habe. Ja, den Teig werde ich jetzt an einem warmen Ort circa 1 Stunde gehen lassen, bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat. Und in der Zeit könnt ihr euch schon mal ein Muffinblech rausrichten. Ich habe meins schon hier. Und ich werde es gegen Ende der Stunde einfetten. Ich nehme wahrscheinlich mein Backtrennmittel und dann zeige ich euch, wie wir weitermachen. Ja, mein Lieben, mein Muffinblech habe ich in der Zwischenzeit eingefettet mit Backtrennmittel. Und hier ist der Hefeteig. Der ist schön aufgegangen. Den hole ich jetzt auf meine vorbereitete Arbeitsfläche. Ich habe sie mir ein bisschen mit Mehl eingepudert und werde jetzt hier den Hefeteig drauf geben. Und diesen werde ich mir jetzt mit dem Spatel in 12 gleich große Stücke teilen. So, meine 12 Stücke sind ungefähr gleich.
Hier habe ich mir auch schon etwas von meiner Himbeermarmelade in ein Schälchen vorbereitet. Ihr nehmt da bitte eure Lieblingsmarmelade, mit der ihr eure Berliner Muffins füllen wollt. Die stelle ich mir gleich mal hier griffbereit hin. Genauso wie mein vorbereitetes Muffinblech. Das werde ich mir auch hier schon mal hinstellen. Und jetzt nehme ich mir ein kleines Teigstück und schleife das ganz grob zu einer Kugel, also wirklich ganz, ganz grob. Muss nicht perfekt sein, nur dass es einigermaßen rund ist. Und diese Kugel forme ich dann etwas zu einem Fladen. Und wenn ich merke, der Fladen fängt an, in meiner Hand festzukleben, tauche ich den hier gerade noch mal etwas ins Mehl ein. So, forme den, so dass er gut in meiner Hand liegt. Und da kommt jetzt ein Klecks von der Marmelade rein. So, und das verschließe ich nun. So, ich drücke da ein bisschen gerade den Teig wieder zusammen. Und falls er nicht richtig kleben bleibt, könnt ihr eure Finger gerade wieder ein bisschen nass machen mit etwas Wasser oder mit etwas Milch und hier oben den Teig verschließen und so ein bisschen verreiben, sage ich jetzt einfach mal, dass sich das besser schließt. Ich zeige es euch gerade mal. Ich mache gerade mal ein bisschen meine Hände nass. So. Nochmal ein bisschen zusammendrücken. Dann wird er wieder so ein bisschen klebrig und ihr könnt ihn viel besser verschließen und dann auch nochmal vorsichtig rund schleifen, wirklich ganz vorsichtig, dass eure Nahtstelle nicht wieder aufgeht. Hier ist sie gerade bei mir wieder ein bisschen aufgeplöppt. Aber jetzt, wenn sie schön zu ist, einfach mit der Nahtstelle nach unten ins Muffinblech setzen. So habt ihr den ersten kleinen Berliner Muffin. Und das mache ich jetzt mit den restlichen Teigteilen genauso. Erst ganz grob zu einer Kugel schleifen, aber wirklich nur ganz grob. Dann wieder zu dem Fladen. So, der fängt wieder an ein bisschen zu kleben. Dann tauche ich ihn ganz kurz hier in meine Mehlstelle. So, gucken, dass er schön rund bleibt. So, dann kommt wieder ein Klecks Marmelade rein. Und das Ganze wieder verschließen. Gut zudrücken. Und wenn es nicht richtig kleben will, wieder ein bisschen Wasser nehmen. So, vorsichtig etwas rund schleifen. Aber wenn ihr das Gefühl habt, euer Berliner Muffin ist schon schön rund, eure Kugel ist schon schön rund, könnt ihr sie auch einfach so ins Muffinblech setzen. Wieder mit der Nahtstelle nach unten und der zweite Muffin Berliner ist fertig. Ja, meine Lieben, das sind jetzt die Berliner Muffins. Die werde ich jetzt nochmal abgedeckt für mindestens eine halbe bis eine Dreiviertelstunde ruhen lassen. Und so sehen die Berliner Muffins jetzt aus. Ich habe sie ungefähr 35 Minuten nochmal ruhen lassen. Mein Backofen, der heizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze gerade hoch. Und wenn der richtig schön heiß ist, kommen die Berliner rein und werden nochmal für ungefähr 15 bis 20 Minuten abgebacken. Habt da aber ein Auge drauf, damit sie nicht zu dunkel werden.
Und in der Zwischenzeit, in der die Berliner im Backofen sind, werde ich mir 40 Gramm Butter gerade geschwind in der Mikrowelle etwas zerlassen. Falls ihr keine Mikrowelle habt, macht es einfach in einem Topf auf dem Herd, das geht auch. Mit dieser werde ich nämlich dann gleich die Berliner, wenn sie aus dem Ofen kommen und noch warm sind, einstreichen und mit Puderzucker schön dick bestreuen. Ja, meine Lieben, und hier habe ich die fertig gebackenen Berliner Muffins. Sie sind richtig schön goldbraun geworden, waren bei mir jetzt genau 15 Minuten drin. Für mich ist die Farbe so genau perfekt. Hier sieht man auch schon, wie die Marmelade ausläuft bei dem einen. Ich weiß nicht, ob ihr sie erkennen könnt hier vorne. Und jetzt schnell, 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 solange sie noch warm sind, mit der zerlassenen Butter bestreichen und danach gleich mit etwas Puderzucker schön dick einpudern. Ja, und das sind die fertigen Berliner Muffins. Ich muss sie euch noch mal in Nahaufnahme zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit dem Berliner Muffin-Virus anstecken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst sie euch gut schmecken. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und Daumen nach oben geben. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis bald. Tschüss.